Das ist die TBS Tango 2 Funke mit integriertem Crossfire-Sender. Meine Tango 2 ist die Pro-Version, wo die Sticks umklappbar sind. So bleibt die Funke beim Transportieren sehr kompakt und die Sticks sind so gut geschützt. In dem Video möchte ich zeigen, wie man mit der Tango 2 ein Mobula 6 WUP fliegen kann. Und das ohne Crossfire, sondern mit dem FrSky D8 Empfänger und einem Multiprotokoll-Modul. Hier das eRange IRX4 Modul. TBS hat endlich einen Modulschacht, der hinten an der Tango aufgeklebt wird. Dazu gehört eine kleine Platine und ein Flachbandkabel. Um den Modulprotokoll nutzen zu können, muss Folgendes gemacht werden. Erstens die Tango 2 Firmware aktualisieren. Zweitens die Crossfire Firmware aktualisieren. Drittens neue Daten der SD-Karte aufspielen. Viertens den Modulschacht einbauen. Fünftens für den Mobula 6 ein Modell auf der Tango einlegen. Sechstens den WUP mit der Tango 2 koppeln und fliegen. Die Tango 2 liegt echt gut in den Händen. Vorne gibt es 4 Schalter, 2 Schalter sind zum Drücken und 2 sind Kippschalter. Noch muss ich mich etwas an die Funke gewöhnen, weil dieser so klein in meinen Händen ist. Installiert ist Freedom TX. Das ist eine angepasste OpenTX Firmware. Bei mir ist die Tango 2 mit der Version 1.1.6 geliefert worden. Um das Modulprotokollmodul nutzen zu können, brauche ich aber die neueste Tango Firmware. Also schließe ich die Funke per USB-C-Kabel an meinen Laptop, wähle auf der Funke USB-Agent aus. TBS-Agent ist bereits auf meinem MacBook installiert. Bei dem TBS-Agent werden mir 5 Komponenten angezeigt. TBS Tango 2, die Crossfire XF-Einheit und das WLAN-Modul von der Tango. Unten die 2 anderen Elemente sind von meinem externen Crossfire-Modul. Zuerst spiele ich die Tango 2 Firmware auf. Hier muss ich zuerst die Anzeige von Beta-Firmware aktivieren. Nun sehe ich die neueste Beta-Firmware-Dateien. Die aktuelle 1.2.1 wird installiert. In der Infodatei sieht man, dass die Firmware den externen Modulschacht unterstützt. Ich muss also zuerst FreedomTX auf die Version 1.2.1 aktualisieren. Ich klicke auf das Update. Links oben sehe ich, dass die Tango online ist. So kann ich jetzt das Update starten. Auf dem Display der Tango wird ein Update-Logo angezeigt. Ist die Hauptfirmware aufgespielt, startet Tango 2 neu. Und im Display sehe ich, dass jetzt die Crossfire Firmware aufgespielt werden muss. Also zurück und zu dem TBS Crossfire Micro TX. Hier soll die 4.05 Firmware installiert werden. In der Infodatei sehe ich, dass der Crossfire-Sender danach 500 mW senden kann. Schade, obwohl es die gleiche Hardware ist wie bei meinem Crossfire Micro TX V2 Modul, ist bei der Tango 2 nur 500 mW möglich, statt 1000 mW. Nach der Installation der Hauptfirmware startet die Tango neu. Ich muss wieder bei der Tango USB-Agent auswählen. Und am Laptop geht dann die Aktualisierung weiter. Nach wenigen Minuten ist dann das Crossfire-Modul auf die Version 4.05 aktualisiert. Jetzt muss ich die Dateien auf der SD-Karte aktualisieren. Hier lade ich den Karteninhalt von TBS Homepage herunter. Zuerst sichere ich mir den alten Inhalt der SD-Karte in einen Backup-Ordner ab. Anschließend kann ich die neuen Dateien auf die SD-Karte kopieren und die alten überschreiben. Nun bin ich mit dem Update der Firmware fertig. Ich prüfe mal, ob ich jetzt die 500 mW zur Verfügung habe. Und ja, der Sender ist bis 500 mW einstellbar. Jetzt baue ich den Modulschacht ein. Hier werden zuerst die Gummiabdeckungen abgemacht. Darunter befinden sich 6 Schrauben, die ich abschrauben muss. Innen löse ich den Stromstecker und entferne den Akku. Und hier sieht man schon, dass ich das neue Tango V3 Board habe, mit der Bezeichnung V007A.
Übrigens, die Tango 2 mit dem V3-Board habe ich von fpv24.de gekauft. Nun kommt das Flachband an das kleine Board dran und ich montiere es direkt auf den Modulschacht mit 2 Schrauben. Jetzt soll das Modulschacht hinten auf dem Tango-Gehäuse aufgeklebt werden. Hier fehlt aber ein Loch, wo ich das Flachbandkabel durchstecken muss. Innen sieht man bei dem Deckel eine Markierung, wo das Loch gemacht werden soll. Ich habe das Loch mit einer kleinen Bohrmaschine gemacht. Schön fein und säuberlich. Nun mache ich die M3 Klebesticker ab und kann das Modulschacht hinten aufkleben. So sieht die Tango Rückwand fertig aus. Das Flachbandkabel wird nun an das Board eingesteckt. Dann kommt der Akku oben drauf. Stromstecker einstecken und vorsichtig das Flachbandkabel nach innen stecken und das Gehäuse schließen. Die 6 Schrauben einschrauben und schon bin ich fertig. Das Modulschacht sitzt perfekt und fällt gar nicht auf. Das eRange X Multiprotokollmodul wird draufgesteckt und ich kann die Funke einschalten. Ich richte jetzt ein neues Modell ein, drücke lange rechts auf den Drehschalter und auf Create Model. Wähle jetzt Multi aus, Throttle auf Kanal 1, Roll auf Kanal 2, Pitch auf Kanal 3 und Yaw auf Kanal 4. Die Schalter, Arm, Mode, Beeper lasse ich zuerst auf Standard. Unter den Modelleinstellungen gebe ich den Namen D8 ein, da mein Mobula 6 mit FrSky D8 läuft. Ganz unten bei External RF wähle ich Multi aus, dann FrSky und unten bei Subtype D8. Nehme jetzt den Whoop, stecke den Akku rein und drücke hier den Bind-Knopf, sodass die LED nicht mehr blinkt. Auf der Tango starte ich die Kopplung auch über Bind. Und schon blinkt die LED am Whoop. Die Kopplung ist nun abgeschlossen. Ein kurzer Test und die Motoren am Mobula 6 drehen sich. Ich finde klasse, dass ich mit der kompakten Tango 2 Funke jetzt alle meine Quadcopter fliegen kann.